herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch allen erstmal frohe Weihnachten wünschen und gleichzeitig Danke sagen für mehr als 70.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Deshalb zeige ich euch heute ein weiteres XXL-Rezept und zwar machen wir diesmal ein Kinder Schoko Fresh. Als erstes habe ich mir dafür die bauchige Grundform des Kinder Schoko Fresh auf ein Backpapier gezeichnet. Die Vorlage dazu könnt ihr auf meiner Webseite ichkocheheute.de als JPEG-Datei runterladen. Dann 150 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, auf das Backpapier gießen, mit einem Löffel gleichmäßig innerhalb der aufgezeichneten Form verstreichen und die Schokolade anschließend komplett aushärten lassen. Als nächstes brauchen wir eine ca. 30 cm lange Kastenbackform. Zunächst 1 bis 2 Esslöffel Öl in der Form verstreichen und dann mit einem Bogen Frischhaltefolie auslegen. Die Form anschließend zur Seite stellen und danach kümmern wir uns um die Milchcreme. Dafür 75 ml Milch, 75 Gramm Mascarpone, 5 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen Sahnefest und 450 ml Sahne in eine Rührschüssel geben. Und jetzt mit einem Mixer für ca. 2 bis 3 Minuten richtig schön steif schlagen. Wenn das erledigt ist, die Creme in die vorbereitete Backform füllen und gleichmäßig darin glatt streichen. Als nächstes ca. 25 Gramm Vollmilch-Raspelschokolade darauf verteilen und die Form dann bis zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank stellen. Währenddessen kümmern wir uns um die Haselnusscreme. Dafür verwende ich 250 Gramm Schicht-Nougat. So sieht das aus. Solltet ihr das nicht bekommen, könnt ihr alternativ auch einfach schnittfeste Nuss-Nougat-Masse nehmen. Das Schicht-Nougat in kleine Stücke reißen, in eine Schüssel geben, 125 ml Sahne dazu gießen und anschließend bei 700 Watt für ca. 30 bis 45 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Danach mit einem Schneebesen verrühren, bis Nougat und Sahne gut miteinander vermischt sind, eventuell nochmals kurz in die Mikrowelle stellen und zum Schluss noch 125 Gramm Mascarpone dazugeben, alles gut miteinander verrühren, bis daraus eine dickflüssige Creme entstanden ist. Die Haselnusscreme danach ebenfalls in die Form gießen, die Form ein paar Mal hin und her rütteln, damit sich alles gut verteilen kann und dann für eine Stunde zum Aushärten ins Gefrierfach stellen. Nach etwa einer Stunde die Form wieder aus dem Gefrierfach holen, jetzt die anfangs vorbereitete Schokoladenplatte in die Form setzen, vorsichtig auf der Haselnussschicht andrücken und anschließend für weitere 2 Stunden Nach weiteren 2 Stunden im Gefrierfach das Kinder Schoko Fresh vorsichtig auf ein Küchenbrett stürzen, die Backform entfernen, außerdem die Frischhaltefolie abziehen und jetzt können wir beginnen, die Nashornform zu modellieren. Dafür als erstes mit einer Teigkarte am äußeren Rand entlangfahren und die Milchcreme entfernen, sodass der gesamte Riegel die von der Schokoladenplatte ganz unten vorgegebene bauchige Form erhält. Als nächstes mit einem Löffel und der Teigkarte die Rundungen hinten sowie die Nashornspitze vorne formen, außerdem Augen, Mund und Nasenlöcher andeuten. Solltet ihr das Schoko Fresh wirklich nachmachen wollen, empfehle ich euch aber auf die Augen, den Mund und die Nasenlöcher zu verzichten, denn es ist wirklich verdammt schwierig, die ganzen Details zum Schluss gleichmäßig mit der flüssigen Schokolade zu übergießen. Das Ganze darf jetzt auch ruhig hier und da noch Unebenheiten haben. Im ersten Schritt geht es wirklich nur darum, die Nashornform im Ansatz abzubilden. Wenn ihr damit fertig seid, kommt das Schoko Fresh wieder ins Gefrierfach. Diesmal für mindestens 6 bis 8 Stunden, am besten aber über Nacht und dann am nächsten Tag einen Einmalhandschuh anziehen
und die letzten Unebenheiten durch mehrmaliges Drüberstreichen glätten. Dann 350 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, 3 Esslöffel Öl zur Schokolade geben und beides gut verrühren, bis die Schokolade richtig schön flüssig ist. Jetzt ein Backpapier auslegen, mittig 2 gleich große Kaffeetassen darauf platzieren, das Schokofresh vorsichtig auf die Tassen setzen und dann am besten in einem Guss mit der geschmolzenen Schokolade übergießen, die Schokolade fest werden lassen und so sieht es dann aus. Ich gebe zu, nicht mein bestes Ergebnis, aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten. Dann schneiden wir es noch einmal an. So sieht das Schokofresh von innen aus. Hier nochmal das Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte allen, die sich dieses Video schon seit Monaten wünschen, eine kleine Freude machen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.